Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Wir sind hier unterwegs gewesen mit zwei wunderbar leimenden Motorrädern. Ja, zwei Reise-Enduros, zwei gigantische Reise-Enduros in jeder Hinsicht. Und die zwei Reise-Enduros sind nach der ausgiebigen Testfahrt doch sehr unterschiedlich. Versuchen wir diese Unterschiede faktenvoll mal dingfest zu machen mit Fakten. Bitte. Also du scheinst nicht einmal zu wissen, wie die heißen. Das ist nämlich eine KTM 1290 Super Adventure S und eine BMW R 1200 GS Exclusive. Hier in dieser, Geschmäcker sind verschieden, ich bin ein bisschen langweiligen Lackierung mit vielen Schwarztönen, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Mit Fakten dingfest machen die Unterschiede. Also die KTM, beide ein Zweizylindermotor, das war's eigentlich, weil da ist ein V-Zweizylindermotor mit 75 Grad, da ist ein Boxer Zweizylinder, da haben wir 1301 Kubik, 1170 und daraus generiert sie 160 PS bei 857 Umdrehungen, nur 125 PS bei 757 Umdrehungen, 140 Newtonmeter bei 657 Umdrehungen, nur unter Anführungszeichen 125 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen und KTM gibt auch an 108 Newtonmeter bereits ab 2500 Umdrehungen. Das gibt BMW zwar nicht an, aber da muss ich schon sagen, das ist trotzdem ganz ein arges Viech und ich glaube, dass die mindestens genauso viel Drehmoment bei den Drehzahlen hat, weil das ist von unten heraus so arg schmalzig. Ja, was gibt es noch zu sagen? Viel Elektronik drinnen, aber ich glaube, ja, 244 fahrfertig bei der bayerischen, 238 bei der KTM. Da ist nicht so viel um. Ja, die hat 215 trocken und 23 Liter Sprit dazu, kommen auf 238 okay. Und die hat 244. Ist nicht viel um. Es täuscht vielleicht, weil die BMW wirklich plumper ausschaut und einfach die schaut aus, als würde satter unten liegen. Ist auch so, der Schwerpunkt dieses Boxermotors ist für die Fahrdynamik abartig gut eigentlich, weil das kippt in die Kurven rein. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, wirklich extrem gut. Da ist eigentlich die KTM gegen die BMW unhandlicher, unter Anführungszeichen, obwohl die ja auch ein Handling-Wunder ist. Mit 1301 Kubik würde man erwarten, dass das überhaupt nicht irgendwie abbiegen will und ist aber abartig gut. Also das war es vorerst von mir. Wir können jetzt mit den Fakten, ich komme dann später noch auf die Elektronikpakete, da wird's einschlafen oder ich kann es ein bisschen interessant aufbereiten. Es ist extrem viel drinnen, aber ich gebe es da jetzt wieder mal. Es ist schon so, dass die Fahreindrücke sehr intensiv sind mit den beiden Motorrädern und ich jetzt gleich mit der Tür ins Haus falle. Ich muss sagen, mir taugt die BMW mehr. Mir taugt die BMW mehr. Sie ist das Motorrad, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Ich versuche es ein bisschen dingfest zu machen, wenn wir jetzt gleich einmal voll in die Fahreindrücke einsteigen. Die BMW setze ich mich drauf und sie schafft es, diese Harmonie aus Fahrkomfort und Agilität und Stabilität einfach perfekt herzustellen. Das ist ich verbinde mich mit dem Motorrad, ich fahre in der Stadt bei uns in der 1000 PS Büro in Wiener Neustadt los, zirkle durch die Kreisverkehre, durch die parkenden Autos, durch die stauenden Autos durch, dann fahre ich hier die Serpentinen, fahre auf die Autobahn, egal wo ich hinfahre. Ich fühle mich nie gestresst, fühle mich trotzdem schnell und komfortabel. Und dieses Gesamtgefühl bestärkt sich immer mehr, je länger ich mit der GS unterwegs bin. Und bei der KTM gibt es einzelne Dinge, die sie meiner Ansicht nach besser kann. Je schneller die Kurven, je schneller die Passagen, spielt sie dieses Mehr an Leistung aus. Was faszinierend an ihr ist, dass sie dieses Sportive ein bisschen mehr rüberbringt, schon allein mit der Optik, auch ein bisschen mehr mit der Sitzposition. Aber diese Kombination aus ich fühle mich wohl, aus geschmeidig, souverän gelingt der BMW besser. Hier habe ich immer ein bisschen mehr Stress im Sattel. Möchte jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass alle zur GS greifen, also Typen wie ich, möglicherweise schon. Und wo merkt man die Unterschiede natürlich ganz deutlich ist, dort wo diese Bauartunterschiede zu tragen kommen. Hier mit diesem Telelever vorne taucht beim Anbremsen das Vorderrad nicht ein. Also wenn man sich daran gewohnt hat, dann genießt man das wirklich in dem Serpentinenfahren, deswegen die GS am Stilfser auch immer noch ungeschlagen. Man hat den gesamten Federweg immer für die Schlaglöcher zur Verfügung, auch beim Anbremsen. Leute, die neu auf die GS aufsteigen, fühlen dann zu wenig das Vorderrad. Wenn man sich das mal, wenn man das mal inhaliert hat, dann traut man sich da drüber und kann da richtig anfeuern. Und der tiefe Schwerpunkt macht die GS gefühlt um 20 Kilo leichter. Und dadurch ist sie bei niedrigen Geschwindigkeiten das stabilere und vertrauenerweckende Fahrzeug.
Die KTM punktet für mich dann, wenn es schnell wird. Schlicht und ergreifend wegen PS, wegen Leistung und wegen dem sportiven Feeling insgesamt. Und vor allem, wir haben uns echt nicht abgesprochen vorher, wir machen das ja immer voll hemdsärmelig. Ich habe gar keine Ahnung, was dir mehr taugt und was du zu den beiden Motorrädern sagst. Das machen wir jetzt ganz live und bin ich gespannt, wie du das siehst. Eigentlich wie immer, und es hat sich auch durch das neue Modell oder durchs neue Modelljahr nichts daran geändert. Ich gebe zu, dass die BMW ein abartig gut funktionierendes, geiles Motorrad ist und jetzt bei diversen Umstiegen von einer auf die andere und wieder zurück, muss ich wirklich sagen, dass die handlicher oder mehr agil um die Kurven geht. Leichter ist eben relativ. 20 Kilo leichter würde ich jetzt eben nie sagen, weil die KTM auch extrem angenehm und dadurch eigentlich fast stabiler um die Kurven zu zirkeln ist. Aber ich gebe schon zu, dass dieses Gesamtkonzept, diese eierlegende Wollmilchsau für alles am besten funktionieren kann. Also wenn ich ein Motorrad bräuchte, mit dem ich dann auch wirklich sehr lange Strecken fahren müsste oder würde wollen, dann wäre es vielleicht sogar die BMW, obwohl ich trotzdem fix zur KTM greifen würde, weil die kann das auch gut. Aber wie du richtig sagst, wenn es zum Sportlichen geht, dann dieser Punch, der da ab der Mitte kommt, das ist abartig, was dieser Motor kann, wie der aufdreht. Und mir fällt halt immer wieder auf, ich halte mich jetzt nicht für einen super guten Motorradfahrer, aber wie gut ich mit diesen 160 PS umgehen kann, ist abartig. Die Traktionskontrolle wieder ein bisschen ein leichtes Wischen erlaubt und dieser Motor und eben auch das Fahrwerk von WP, das ist dann, wenn es eben darauf ankommt, das hast du aber auch gesagt, da ist die KTM dann präziser. Und wenn man vielleicht sagen will, dann ist die KTM näher an den ganz sportlichen KTM-Geräten als die GS an den ganz sportlichen BMW-Geräten, weil da kommt man mehr das Sportfeeling hoch als bei der BMW. Ich fühle mich sehr wohl auf der BMW, es passt alles perfekt, aber dieser Telelever, man muss sich, wie gesagt, daran gewöhnen. Es geht viel schneller als früher, finde ich, weil das schon eine sehr gute Charakteristik einer normalen Gabel hat. Und ich hab auch keine Angst, jetzt vor einer Kurve da anzubremsen, weil das funktioniert perfekt. Aber halt der Spaßfaktor, dieses Quäntchen mehr Spaßfaktor habe ich eigentlich auf der KTM. Ja, und da ist auch eben, gibt es auch in einer gedeckteren Farbvariante, aber da merkt man halt auch schon, dass da eher dieses Fetzige ist. Und diese BMWs gibt sie aber eben auch in einer Rallye-Version mit dem Cordoba Blau pulverisierten Rahmen. Das schaut abartig gut aus. Die ist jetzt nicht mein Fall. Aber wie gesagt, passt schon. Nils, ich übergebe wieder an dich. Ja, ich übergebe gleich wieder an dich. Weil jetzt haben wir unsere ersten Fahreindrücke mal rauslassen. Bin schon gespannt, ob es da jetzt die ersten Kommentare gibt, wer das anders sieht oder auch nicht. Jetzt versuchen wir aber doch noch ins Detail zu gehen, Pauli. Wie ist denn das mit der Ausstattung? Also gibt es da jetzt, kann man sagen, wenn man jetzt eine Liste schreibt, gibt es da irgendwas, was eine hat, was die andere nicht hat? So ganz pragmatisch mit diesen riesen Monster-Features? Aber da nehme ich es lieber wieder, weil sonst fällt da die Hand ab. Das dauert ein bisschen länger, obwohl ich werde mich kurz fassen. BMW macht es so, dass es eine Basisversion gibt, aber die, glaube ich, niemanden interessiert. Da sind 2 Fahrmodi drauf, Rain und Road und ein ASC, also Traktionskontrolle nennen sie es nicht, eine Anti-Schlupfkontrolle. Aber dann gibt es eben die Pakete, die man unbedingt auf der BMW dazu nehmen muss oder nimmt. Fahrmodi Pro, das heißt, es sind 4 Fahrmodi, beziehungsweise 6, Dynamic, Road, Rain und Offroad und dann Dynamic Pro und Offroad Pro, wo man sich die Fahrmodi sozusagen selbst konfigurieren kann und beim Offroad Pro wird auch noch beim ABS das Hinterrad abgeschalten. Das elektronisch einstellbare Fahrwerk bei der BMW, auch in diesen 4 Modi, dann wird das jeweils angepasst. Ganz neu ist aber auf der BMW, und das hat die KTM nicht, eine Autofunktion, ein Fahrlagenausgleich wird es genannt. Das heißt, es wird immer permanent berechnet, wie viel Gewicht auf dem Motorrad lastet. Ein schwererer Fahrer
okay, wiegt mehr und das Motorrad berechnet dann jeweils immer den perfekten Ausgleich zwischen vorne und hinten. Das geht blitzartig und permanent wird das gemacht und somit wird eigentlich dauernd ein perfekter Ausgleich zwischen vorne und hinten geschaffen und das ist diese Autofunktion und deswegen heißt das jetzt auch Dynamic ESA für Electronic Suspension Adjustment, Dynamic ESA Next Generation. Das wird halt oft verwendet für die, naja, okay, die nächste Generation, aber da hat sich wirklich was getan und wo war ich? Ah ja, die Fahrmodi und die Dämpfung und ja, Traktionskontrolle ist diese DTC, Dynamic Traction Control. Ein Kurven-ABS haben wir dabei, aber das hat die KTM auch. Bei der KTM habe ich eben auch 4 Fahrmodi und 4 Modi für das elektronisch einstellbare Fahrwerk. Bei der KTM ist es, klar, KTM Ready to Race, Sport, Street, Rain und Offroad. Und der einzige Unterschied ist, dass beim Fahrwerk dann einfach Sport, Street, Comfort und Offroad diese Modi genannt werden. Auch hier beim Offroad-Modus wird das Hinterrad ABS abgeschaltet. Auch hier ein Kurven-ABS, auch hier die Traktionskontrolle und BMW gibt jetzt auch an, dass die im Dynamic-Modus auch ein bisschen leichte Slides zugelassen werden von der Traktionskontrolle. Also man hat offensichtlich bei der Konkurrenz ein bisschen rübergesperzelt und sich gedacht, okay, das machen wir auch, das können wir ja auch und dementsprechend funktioniert es. Das heißt, die BMW mit diesem Fahrlagenausgleich beim Fahrwerk vielleicht einen Schritt vorne, dafür KTM direkt an der Front 2 Dinge, die wirklich halt nur die KTM hat, nämlich ein riesiges und abartig gut ablesbares TFT-Display 6,5 Zoll, also es ist riesig. Da müssen meiner Meinung nach alle anderen nachziehen, das ist so gut ablesbar, da ist dieses LCD auf der BMW einfach gar nicht mehr ablesbar und dieser LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, das ist halt auch sehr, sehr geil. Bei der BMW für 2017 auch optisch was gemacht. Ich muss sagen, es fällt mir kaum aus. Es schaut ein bisschen jetzt wieder wie bei der Vorgängerin aus, von der vorherigen, mit diesen Metallapplikationen bei der Exclusive-Ausstattung. Richtig echtes, schönes Metall. Und ja, es gibt auch für 2017 wurde für die Euro 4 ein neuer Katalysator hineingegeben. Das Motormanagement bekam sozusagen einen Datenabgleich. Es gibt einen Ruckdämpfer an der Getriebeausgangswelle und es gibt Überarbeitungen an den Schaltwalzen und an der Getriebewelle. Also das sind die Dinge, die geändert wurden bei der 1290er Super Adventure S, die sozusagen von der vorherigen 1290 Super Adventure, die jetzt das T-Modell ist, hat die ziemlich alles übernommen. Aber eben das bessere TFT-Display, den schönen Scheinwerfer, die meiner Meinung nach sehr schlechte Höhenverstellung des Windschilds. Das geht extrem streng. Das ist bei der BMW so, aha, genau. Eine Hand, Nils, gell? Du hast beim Fahren eigentlich nur eine Hand frei, oder? Ja, es ist wirklich streng bei der BMW. Ein Radl, mit beiden Händen bedienbar, das ist schon besser. Beide auch dieses schlüssellose System, Keyless Ride auf der BMW, KTM Race On, merkt man schon die Namen ein bisschen, da eher das etwas biedere. Speicherst du das alles ab? Hast du da hinten irgendeinen Range Extender? Nein, ich habe einen sehr kleinen Kopf und deswegen geht das ins Rückgrat weiter und dann ist da irrsinnig viel Platz zum Abspeichern. Die Gesamtauslegung, wenn es jetzt sagen wir um Offroad ginge, bei beiden sehr, sehr ähnlich. Also die Bereifung ist genau die gleiche. Vorne 19 Zöller, hinten 17 Zöller. Und auch die Federwege 190 vorne, 200 hinten, die KTM vorne und hinten 200 mm. Also da sind sie sich sehr ähnlich. Auf der KTM sitzt man halt, ja, ich würde sagen, doch ein bisschen offroadiger. Auf der BMW so ein bisschen mehr drinnen. Aber wir wissen ja, es gibt viele Leute, die sich auch mit der BMW Weltumrundungen antun, unter Anführungszeichen. Denen macht es ja offensichtlich ganz viel Spaß und dafür eignet sich die auch. Schaltassistent Pro nennt sich hier Quickshifter Plus oder Quickshifter Plus. Das heißt ein Schaltassistent zum Rauf- und Runterschalten auf der KTM. Butterweich, perfekt wirklich. Und dazwischen so bock, bock, wenn die Gänge reinflutschen. Auf der BMW im
gemütlichen Betrieb in der Stadt beim Heimfahren. Ich hatte Turnschuhe an. Man darf das natürlich nie machen, keine motorradadäquaten Schuhe anziehen, aber gut, ich kann sagen, die Kinder haben es mal versteckt und deswegen habe ich mit den Turnschlapfen fahren müssen. Aber ich glaube, ich ruiniere mir die Schuhe, weil das so schwergängig zum Raufschalten ist und runter muss man voll reintreten. Und jetzt im sportlichen Fahren da ist mir aufgefallen, dass doch flutscht, weil da ist man im Rennfieber unter Anführungszeichen. Das hat auch so schön, wie der Motor dann so die Gänge reinklopft. Ja, Entschuldigung. Ja, mittlerweile, es regnet da, jetzt müssen wir Gas geben, Volli. Versuchen wir noch ein bisschen auf so die Unterschiede einzugehen oder auf die Gemeinsamkeiten. Ich finde, man muss sagen, dass beide hervorragende Bremsen haben. Sie haben ja auch den gleichen Hersteller da im Visier. Ich finde, dass beide eine gute Motorabstimmung haben und beides Motorräder sind, die man auch fahren kann, wenn man nicht der ganz große Experte ist, obwohl sie beide eine hohe Leistung haben. Also da schenken sie sich auch nichts. Da kommen die Fans daher, es freut mich sehr. Sollen lieber was zum Essen vorbeibringen, wäre leibend als nur deppert winken. Ich habe Mörderhunger. Was ich schon schon gesagt habe, ist, dass die Abstimmung von der BMW in Summe mit dem tiefen Schwerpunkt vielleicht ein bisschen harmonischer, ein bisschen geschmeidiger ist. Ansonsten Sozius-Tauglichkeit und so weiter können wir nie darauf eingehen, weil wir finden keinen, der freiwillig hinten mitfährt. Keine Ahnung, was für ein Sozius leibender ist. Vielleicht posten Leute mit Erfahrung unten drunter und das Video, was sie schon für Unternehmungen gehabt haben mit den einzelnen Motorrädern. In Summe freut es mich aber, dass die zwei Motorräder sehr unterschiedliche Charaktere haben. Weil jeder, der jetzt, wie soll ich sagen, auf einer KTM zufrieden ist, wird jetzt nicht zur GS spechteln müssen, weil das, was ihm an der KTM oder was ihr an der KTM gefällt, das kann die GS nicht liefern und umgekehrt, weil ich finde eben, dass beide Motorräder das, was sie versprechen, sehr gut können und das, was wie die Prospekte gestaltet sind, was die Prospekte aussagen, punktgenau serviert wird. Und bei beiden Motorrädern ist es mittlerweile so, wenn wir jetzt über den Preis sprechen, da brauchen wir gar nicht vergleichen. Beide sind sauteuer und beide haben jetzt mittlerweile schon ewig lange Ausstattungslisten, Zubehörlisten und so weiter. Das heißt, man kann sich auf der KTM-Homepage oder auf der BMW-Homepage austoben und wird am Ende eine fürchterliche Zahl rechts unten stehen haben. Die Geschmäcker sind verschieden, faktenvoll. Ich finde das leibender, ich finde das leibender. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Überblick geben und was so vielleicht den jeweiligen Charakter besser trifft. Aber ganz wichtig noch euer Feedback, was habt ihr mit dem Motorräder schon für Reisen gehabt? Alleine zu zweit, wie viele Kilometer, welche Erfahrungen? Dann wird das ganze Video gleich noch viel mehr wert. Wir müssen jetzt leider heimfahren, bevor es ganz mächtig zum Skifahren anfängt. Der Wirt wartet auf uns und dort werden wir weiter diskutieren. Und vielleicht kann ich den Volli noch bekehren oder er mich, wir werden sehen. Bis später, tschüss meine Lieben. Für euch.